Stockhausens Hymnen sind ein Werk über symbolträchtige Musiken aus aller Welt. Schon im ersten Teil des Stückes, in der ersten Region, mit den Zentren der Internationale und der Marseillaise, wird deutlich, dass der Komponist sich hierbei nicht auf einzelne Ideologien oder Nationen konzentriert, sondern auf Verwandlungsprozesse, die musikalisch und politisch Getrenntes miteinander verbinden. In diesem Sinne hat der Komponist es auch nicht richtig gefunden, wenn in der Analyse dieses Werkes die nationale Herkunft des Komponisten zur Sprache gebracht wurde. Wer das Werk, die Klangmaterialien aus der Studioarbeit und die Arbeitsaufzeichnungen des Komponisten studiert, findet tatsächlich auch nur wenige Belege dafür, dass die Nationalität des Komponisten für das Hören und Verstehen dieses Werkes von besonderer Bedeutung wäre. Andererseits lässt sich aber auch nicht verkennen, dass neben anderen Ländern der Welt auch Deutschland eine wichtige Rolle in Stockhausens Hymnen spielt. Aus Zeitungskritiken der Uraufführung wissen wir, dass das Deutschlandlied schon im Anfangsteil des Werkes leicht erkannt werden konnte. Im Anfangsteil der Hymnen konnten die meisten Hörer der Kölner Uraufführung wahrscheinlich nur wenige der zahllosen Hymnenausschnitte identifizieren, vielleicht sogar keinen einzigen. Anders war es im weiteren Verlauf des Stückes, wenn längere Hymnen zu hören waren. Zunächst die Nationalhymne Ägyptens, die den meisten Uraufführungshörern wahrscheinlich unbekannt war, dann aber leicht erkennbar das Deutschlandlied als Radiohymne. Wenn in Stockhausens Hymnen das Deutschlandlied zum ersten Mal erscheint, dann präsentiert es sich als Radiohymne, also auf gleicher Ebene mit anderen Hymnen aus anderen Ländern und Kontinenten, aber gleichwohl vereinzelt von anderen Hymnen deutlich abgetrennt und deswegen leicht heraushörbar. Anders ist es, wenn die deutsche Nationalhymne später im ersten Teil, in der ersten Region der Hymnen, nochmals wiederkehrt. Jetzt nicht vereinzelt, sondern im Kontext einer Collage, in der auch die Hymne Frankreichs und die Anfänge anderer, meist europäischer Länder vorkommen. An dieser Stelle präsentiert sich das Deutschlandlied zwar nur kurz, aber gleichwohl wieder ähnlich wie am Anfang des Stückes, auf gleicher Stufe mit vielen anderen Hymnen, jetzt aber nicht isoliert, sondern integrativ verbunden. Später, im zweiten Hauptteil des Stückes, in der zweiten Region der Hymnen, spielt das Deutschlandlied eine ganz andere Rolle. Es erscheint an dem wichtigsten Wendepunkt im Formverlauf dieser Region, die zuvor begonnen hatte mit einem weiten Abstieg aus höchster Lage, abwärts bis zu extrem langsamen und extrem tiefen Klängen und bis zu extrem verlangsamten Hymnenzitaten. Diese weit ausgesponnene Beruhigung endet mit einem Signal des musikalischen und politischen Wechsels. Wieder erklingt das Anfangsmotiv der Marseillaise, jetzt erstmals wieder in höherer Lage und rascher als zuvor, dann einmündend in einen rhythmisch und motivisch markanten Aufstieg. Diese mächtige Steigerung mündet in dem Einsatz einer anderen Hymne, die dann als neues Zentrum die Marseillaise ablöst, das Deutschlandlied, jetzt in einem ganz anderen, radikal veränderten Klangbild.
Das Deutschlandlied gestaltet Stockhausen in seinen Hymnen auf der Basis von 2 verschiedenen Originalaufnahmen dieser Hymne. Er verwendet eine Aufnahme mit Militärkapelle und eine Aufnahme mit Gesang und Militärkapellenbegleitung. In seiner Verarbeitung hat Stockhausen diese beiden Aufnahmen in einer Wechselmontage zusammenmontiert. Und er hat überdies mehrere der zusammenmontierten Hymnenausschnitte klanglich verfremdet und verzerrt durch Zerhackungen. Überdies hat er kurz nach Beginn dieser Hymne, nach den ersten beiden Textsilben, ein Geräusch eingefügt, das in vielen von ihm verwendeten originalen Hymnenaufnahmen zu finden ist, einen Trommelwirbel. Durch diesen Trommelwirbel werden schon die ersten Gesangstöne der Hymne nachdrücklich geprägt und eingefärbt. Die so beginnende Verarbeitung des Deutschlandlieds wurde einige Jahre nach der Uraufführung deutschen Schülern vorgespielt und mit ihnen besprochen, in verschiedenen Unterrichtsversuchen. Einerseits in einer Grundschulklasse, andererseits mit Oberstufenschülern eines Gymnasiums. Dabei hat sich damals herausgestellt, dass die Grundschüler sich vor allem für die neuen klanglichen Eindrücke interessierten, während die älteren Schüler sich vor allem für die Deutung auffälliger klanglicher Einzelheiten interessierten. Beispielsweise deutete ein älterer Schüler den Trommelwirbel, der nach den ersten Textsilben zu hören ist, als Kriegsgeräusch, und in diesem Sinne hat er die Abfolge von Textsilben und Geräusch auch gedeutet. Der Chor singt einig, also die ersten beiden Silben des ersten Textworts Einigkeit. Der Schüler glaubte zu wissen, wie sich das in der damaligen politischen Situation deuten ließ. Deutschland war zur Entstehungszeit von Stockhausens Hymnen keineswegs einig, sondern aufgespalten in 2 politisch konkurrierende Teilstaaten. Westdeutschland, die westlich orientierte Bundesrepublik Deutschland, die 1949 als Vereinigung der 3 westlichen Besatzungszonen, der amerikanischen, der britischen und der französischen Zone, gegründet worden war. Und Ostdeutschland, die Deutsche Demokratische Republik, DDR, die in demselben Jahr in der sowjetischen Besatzungszone gegründet worden war. Beide deutsche Teilstaaten präsentierten sich damals und auch in der Folgezeit noch jahrzehntelang in heftiger ideologischer Konkurrenz, die sich auch in verschiedenen Nationalhymnen widerspiegelte. In Ostdeutschland war eine neue Nationalhymne eingeführt worden, mit einem Text des Schriftstellers Johannes R. Becher, der später Kulturminister der DDR geworden ist, und mit einer Melodie des ehemaligen Schönberg-Schülers Hans Eisler. Die ostdeutsche Hymne wurde später nur noch ohne Text gespielt, weil einige Textwörter nicht mehr dem späteren deutschlandpolitischen Kurswechsel der DDR-Regierung entsprachen. Deutschland, einig Vaterland sollte nicht mehr gesungen werden. In Westdeutschland war die Situation anders. Konrad Adenauer, der konservative erste deutsche Bundeskanzler, sorgte in den frühen 1950er Jahren dafür, dass das 1841 von Hoffmann von Fallersleben gedichtete Deutschlandlied wieder eingeführt wurde. Allerdings galt es damals, nur wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als politisch nicht opportun, wieder öffentlich die erste Strophe singen zu lassen, deren Schlüsselwörter zuvor die Nationalsozialisten endgültig in Verruf gebracht hatten. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Es wurde festgelegt, dass nach der Wiedereinführung des Deutschlandlieds öffentlich nicht dieser Text, sondern nur die 3. Strophe gesungen werden sollte, deren erste Textwörter weniger martialisch und nationalistisch klingen als die erste Textstrophe. In dieser Situation ergab sich das Problem, dass die damals verbreiteten Arrangements des Deutschlandliedes durchaus auf den nationalistisch-aggressiven Tonfall der ersten Strophe abgestimmt waren, vor allem im zweiten Teil von Text und Melodie, der in der Wiederkehr des Anfangstexts mündet. Spuren chauvinistischer Aggressivität haben sich auch nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur noch jahrzehntelang erhalten. Vor allem in schmetternden Trompetenfanfaren des zweiten Teils, wie sie schon in der Zeit des sogenannten Dritten Reichs praktiziert wurden, beispielsweise von der SS-Leibstandarte Adolf Hitler. Die schmetternden Fanfaren im zweiten Teil der deutschen Nationalhymne sind in Deutschland auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch jahrzehntelang weitergespielt worden. Beispielsweise auch auf der offiziellen Berliner Feier des Nationalfeiertags am 2. Oktober 2021. Diese Fanfaren passen weniger zu den friedlichen Schlüsselwörtern der 3. Strophe dieses Lieds
als zum aggressiven Patriotismus der ersten Strophe. Die Textworte »Blüh im Glanze dieses Glückes« werden militärmusikalisch so begleitet, als würde weiterhin die letzte Zeile der ersten Strophe gesungen: »Deutschland, Deutschland über alles«. Das wird auch in Stockhausens Hymnen deutlich. In seiner Verarbeitung des Deutschlandlieds klingt schon der im Text und auch in Haydns Originalmelodie friedliche Anfang der dritten Strophe ähnlich aggressiv wie Anfang und Ende der heute nicht mehr gesungenen ersten Strophe. Stockhausen arbeitet hier mit scharf geschnittenen Wechseln zwischen einem gesungenen und einem rein instrumentalen Arrangement. Die Konzentration auf zwei verschiedene Arrangements, ein rein instrumentales Militärmusikarrangement und ein Arrangement für Gesang und militärmusikalische Begleitung, hätte zur Entstehungszeit von Stockhausens Hymnen möglicherweise manche Hörer daran erinnern können, dass das damalige Deutschland nicht einig, sondern zweigeteilt war. Die politische Ursache dieser Zweiteilung, der Untergang des Deutschen Reichs im Zweiten Weltkrieg, wird beschworen in Stockhausens Verfremdungen und Verzerrungen der scheinbar friedlichen Textwörter dieser Strophe. Die ersten beiden Zeilen des öffentlich gesungenen Texts der deutschen Nationalhymnen präsentieren drei politische Schlüsselwörter, jedes mit einer anderen Silbenanzahl. Ein dreisilbiges Wort Einigkeit, ein einsilbiges Wort Recht, ein zweisilbiges Wort Freiheit. Die den Textwörtern entsprechenden Töne werden teils rein instrumental hörbar, teilweise aber auch als Gesang mit Text. Sowohl die Wiederholungen von Silben und Wörtern als auch die Zerhackungen gespielter oder gesungener Töne werden von Stockhausen so eingesetzt, dass sie die Aufmerksamkeit auf problematische Begriffe lenken können. Ansonsten bleibt der Text erhalten. Einige Wörter werden wiederholt, aber die Abfolge der Textwörter bleibt unverändert. Diese Textbehandlung setzt sich fort, bis am Ende des ersten Teils Melodie und Begleitung innehalten und sich verwandeln in zwei auseinanderstrebende Glissando-Bewegungen. Charakteristisch für Stockhausens Verarbeitung der Textzeilen ist, dass er vor allem die fragwürdig pathetischen Textwörter durch Wiederholungen und Verfremdungen in Frage stellt, beispielsweise einig, Einigkeit, Recht, Freiheit, Vaterland. Immer wieder werden die musikalischen und textlichen Zusammenhänge aufgebrochen durch klangliche Wechsel, Wiederholungen und Zerhackungen. Mit Wechseln in der Verarbeitungstechnik selbst dann, wenn eine Melodiezeile wiederholt wird, sodass in der zweiten Textzeile die Töne ganz anders gruppiert und geformt sind als in der ersten. Auch wiederkehrende Textwörter im zweiten Teil erklingen in anderen klanglichen und Bedeutungsprofilen als zuvor. Schon die unterschiedlichen Verarbeitungen der ersten und zweiten Textzeile lassen sich nicht nur als innermusikalische Abwandlungen erklären, sondern teilweise auch im Zusammenhang mit dem Text. Beispielsweise dann, wenn das dreimal wiederholte Textwort alle in allen vier hier verwendeten Möglichkeiten erscheint. Alle, instrumental zerhackt. Alle,
Vokal normal. Alle Vokal zerhackt. Alle instrumental normal. In Stockhausens Skizzen zu dieser Verarbeitung lässt sich deutlich erkennen, dass er bei seinen Aufteilungen und Verfremdungen primär vom Aufbau der originalen Melodie ausgegangen ist, ohne ausdrückliche Berücksichtigung harmonischer Zusammenhänge. Stockhausens Verarbeitung führt mit immer kürzer werdenden Montagestücken bis zum melodischen Höhepunkt in der Mitte des zweiten Teils, der dann mit einem spektakulären Einschub das Ende dieser Verarbeitung vorbereitet. Stockhausens polemische Textbehandlung führt schließlich bis zu einem drastischen Montageeffekt, der als musikalisch-politische Polemik verstanden werden kann. Und dies, obwohl der Komponist selbst bei der öffentlichen Kommentierung dieser Stelle sich von polemischen Absichten ausdrücklich distanziert hat. Es gibt ein leises Zitat anderer Musik. Ein Zitat, das zur Entstehungszeit von Stockhausens Hymnen bei vielen Hörern noch heikle oder möglicherweise auch traumatische Erinnerungen wecken konnte. Auf dem Höhepunkt der Melodie des Deutschlandliedes zitiert Stockhausen das Horst-Wessel-Lied, die zweite deutsche Nationalhymne in den Jahren der nationalsozialistischen Diktatur. Die Einführung des Horst-Wessel-Liedes konnte zur Entstehungszeit von Stockhausens Hymnen durchaus als politische Provokation verstanden werden, als komponierte Solidarisierung mit der damals in den späten 1960er Jahren sich verstärkenden Kritik an unbewältigter deutscher Vergangenheit, wie sie damals vor allem in der jungen Generation laut geworden ist. Otto Tomek, der damals für die Uraufführung der Hymnen zuständige Musikfunktionär des Westdeutschen Rundfunks, hat den mit ihm befreundeten Stockhausen vor der Uraufführung vor negativen öffentlichen Reaktionen gewarnt, nachdem er von Stockhausens Absicht erfahren hatte, die westdeutsche Nationalhymne mit dem Horst-Wessel-Lied zu kombinieren. Wie Stockhausen darauf zunächst reagiert hat, wird deutlich in einer Aufnahme, in der festgehalten ist, was Stockhausen während der Produktionsarbeit im elektronischen Studio über Tomeks Warnung erzählt und wie er darauf reagiert hat. Der Otto sagte, das mit dem Horst-Wessel-Lied gibt aber böses Blut. Aber ich meinte es ja gar nicht so. Ich habe es ja extra so viel leiser gemacht und ganz langsam an der Wand entlang gehen lassen, weil es nur eine Erinnerung ist. Nachdem Stockhausen erfahren hatte, dass seine Erzählung über den drohenden Skandal und seine Reaktion darauf heimlich mitgeschnitten worden waren, kam er auf die Idee, auf Tomeks Warnung auch öffentlich zu reagieren. Und dies nicht in einer die Uraufführung begleitenden Erklärung, sondern im Stück selbst. Allerdings war leicht zu erkennen, dass es nicht genügen würde, Stockhausens Äußerungen einfach in sein Stück hineinzumontieren. Denn diese heimlich aufgenommenen Äußerungen konnten damals eigentlich nur für Insider verständlich sein. Die meisten Hörer hätten nicht verstanden, wen Stockhausen mit Otto meinte und wie er seinen skandalträchtigen Einschub dem Publikum erklären wollte.
Das hat Stockhausen wahrscheinlich vorausgesehen, als er sich entschloss, in sein Stück nicht einfach eine Erklärung des Komponisten einzubauen, sondern vielmehr den Entstehungsprozess einer solchen Erklärung im Stück darzustellen. Der Komponist formuliert einen Erklärungstext und er demonstriert dem Hörer seines Stücks dann, wie diese Erklärung des Komponisten als Medienprodukt hergestellt und in seine Komposition einbezogen worden ist. Der Text, mit dem sich Stockhausen an seine Hörer wenden wollte, ist in der Aufnahme des fertigen Stücks auch tatsächlich zu finden. Aber nicht nur als makellos geschnittenes Statement, sondern auch als Bestandteil eines Aufnahmeprozesses im Studio. Beides lassen? Vielleicht. Nee, gibt böses Blut. Aber ich meinte es gar nicht so. Erinnerung. Das tue ich aber weg. Wenn du willst. Ja, wir müssen entscheiden, wie lange das sein soll. Das Ganze. Ja, ich will nur ein paar Mal. Nur das erste. Ich sagte das mit dem Horst-Wessel-Lied, gibt aber bloß. Otto Tomek sagte das mit dem. Ah, scheiße. Otto Tomek sagte, das mit dem Horst-Wessel-Lied gibt böses Blut. Aber ich meinte es gar nicht so. Es ist nur eine Erinnerung. Stockhausens Erklärung erscheint in seinem Stück nicht als offizielle und definitive Aussage, sondern als Bestandteil einer Episode, die dem Publikum erklärt, wie die Erklärung des Komponisten bei einem Aufnahmetermin im Studio zustande gekommen ist. Vorgeführt wird nicht nur die fertig geschnittene Tonaufnahme der Komponistenerklärung, sondern der Prozess der Textaufnahme im Studio. Zu hören sind beispielsweise Sprechversuche und die Besprechung möglicher Textvarianten, gelungene oder misslungene Sprechversuche. Der Hörer erfährt also nicht nur, was der Komponist sagen will, sondern er erfährt auch, dass das ihm Mitgeteilte nicht eine spontane Äußerung ist, sondern ein künstlich hergestelltes Medienprodukt. Was Stockhausen letztlich im Stück selbst über die Horst-Wessel-Episode sagt, unterscheidet sich deutlich von seinen ursprünglichen spontanen Äußerungen. Und seine aufnahmetechnisch aufbereiteten Äußerungen machen den Hörer letztlich mit den Arbeitsweisen und Intentionen des Komponisten besser bekannt als seine ersten spontanen Äußerungen, die als Arbeitsmaterialien erhalten geblieben sind. Stockhausens Worte präsentieren sich dem Hörer seiner Hymnen als Versuch, öffentlich vor seinem Uraufführungspublikum auf einen erwarteten oder tatsächlich eingetretenen Skandal zu reagieren. Und überdies auch als Versuch, dem Publikum bei dieser Gelegenheit auch gleichzeitig deutlich zu machen, in welcher Arbeitssituation der Komponist sich hier an seine Hörer wendet. So verwandelt sich die Aufnahme einer Erklärung in die Aufnahme eines Ereignisses, für das Stockhausen später in neueren Werken den Begriff Tonszene gefunden hat. Es ist nur eine. Otto Tomek sagte, das mit dem Horst. Versuch mal, Otto Tomek hat mir gesagt. Ist das vielleicht persönlicher? Oder nicht? Ich weiß nicht. Otto Tomek sagte. Otto Tomek. Damit soll es schließen. Ja, das hier. Nee. Der Otto Tomek sagte nach meiner Stimme. Gibt es da noch einen? Ja. Es gibt einen ganzen Satz natürlich, aber ich wollte schneiden nach Otto Tomek sagte. Aha. Weil es hat damit zu tun, ich hatte vorgeschlagen, dass du sagst, Otto Tomek hat mir gesagt. Und dann hast du gesagt, Otto Tomek sagte. Ach, ja. Und dann Schluss. Über den? Weißt du, was ich hier tun? Nee. Ich mische hier zusammen das Mikro. Wir können noch eine Dimension tiefer gehen. Was wir jetzt reden, ist auch da. Ach so. Wahrscheinlich alles links, egal. Die Aufnahme von Stockhausens Studiogespräch mit seinem damaligen Assistenten David C. Johnson markiert eine neue Position in seiner kompositorischen Entwicklung. Was hier gesagt wird, betrifft unmittelbar die Musik selbst,
einen wichtigen Ausschnitt aus einem Hauptwerk des Komponisten. Klänge und Klangprozesse im Spannungsfeld von unbewältigter Vergangenheit und konfliktreicher Gegenwart.